Ableton Live 11 kommt mit einem neuen Reverb und das müsst ihr darüber wissen. Ableton Live 11 ist seit knapp 2 Wochen draußen und wenn ihr ein Update gewagt habt, dann sind euch bestimmt die neuen Effekte aufgefallen. Darunter gab es auch den Hybrid Reverb, ein Update und eine Erweiterung vom normalen Reverb, der sonst mit Ableton dazukam. In dem Video gebe ich euch einen Überblick über die verschiedenen Funktionen vom Hybrid Reverb und zeige euch, warum der so besonders ist. Der Hybrid Reverb verbindet 2 verschiedene Arten von Reverbs in einem Plugin. Auf der linken Seite gibt es ein Convolution-Modul und auf der rechten Seite ein Algorithmus-Modul. Zusätzlich natürlich die typischen Knöpfe wie Dry Wet, Pre-Delay und die ganzen Einstellmöglichkeiten, die ein Reverb haben sollte. Convolution Reverbs benutzen reale Klänge als Grundlage für die Raumgestaltung. Die könnt ihr in dem Convolution-Tab auswählen. Ableton liefert euch schon eine große Auswahl an Inputs, aber ihr könnt natürlich auch per Drag and Drop eure eigenen Inputs wählen. Mit den Attack- und Decay-Slidern könnt ihr das Input-Signal dann weiter bearbeiten. Der Size-Slider bestimmt dann die Decay-Zeit vom Hall. Auf der rechten Seite vom Plugin habt ihr dann die verschiedenen Einstellmöglichkeiten für den algorithmischen Reverb. Ableton bietet euch 5 verschiedene Modi. Dark Hall ist zum Beispiel ein klassischer Hall für mittelgroße bis große Räume. Der Quartz-Algorithmus ist gut für Stimme oder für Drums. Hier könnt ihr vor allem auch Echos mitmachen. Mit dem Shimmer Reverb bekommt euer Reverb einen Pitch-Shifting-Effekt und ihr könnt euren Sounds eine neue tonale Ebene geben. Mit dem Tides-Algorithmus könnt ihr eurem Reverb mehr Bewegung geben, denn hier wird der Output nochmal mit einem Filter moduliert. Der Prism-Modus ist laut Ableton gut, um Ghost Reverbs zu erstellen. Wenn ihr also euren Sounds mehr Tiefe geben wollt, ohne dass der Original-Sound mit dem Reverb-Sound clasht, dann solltet ihr den Prism-Modus ausprobieren. Aber das erklärt natürlich noch nicht, was den Hybrid Reverb so besonders macht. Dazu müssen wir uns nämlich das kleine Fenster in der Mitte angucken. Hier findet ihr einen Blendknopf und verschiedene Signal Flows. Denn das Besondere am Hybrid Reverb ist, dass ihr die 2 verschiedenen Reverb-Arten, also Convolution und Algorithmic Reverb, einfach miteinander mischen und überblenden könnt. Es gibt einen seriellen Modus. Da spielt erst der Convolution Reverb und das Signal kommt dann in den algorithmischen Reverb. Ihr könnt aber auch beide Reverbs in Parallel laufen lassen. Mit dem Blend-Button könnt ihr dann auswählen, welches Signal überhand nehmen soll. Ich habe hier einen kleinen Akkord-Sound in Weitle gemacht und mit dem Hybrid Reverb möchte ich den jetzt noch ein bisschen interessanter machen. Dazu habe ich einen Crash-Cymbal-Sound in den Convolution Reverb gezogen. Im Parallel-Modus habe ich dann den Dark Hall-Algorithmus laufen, mit ein bisschen Damping, um das High-End abzuschneiden. Decay ca. 3 Sekunden und 40% Size. Das Verhältnis zwischen Convolution und Algorithmic Reverb ist bei 40-60. Mit dem Dry Wet-Button mixe ich dann den Reverb jetzt ein bisschen rein. Außerdem bieten euch viele neue Ableton-Effekte einen Vintage-Modus, mit denen könnt ihr eure Sounds richtig gut aufrauen. Das ist er, der Hybrid Reverb in Ableton Live 11. Habt ihr denn schon Ableton Live 11 und wenn ja, wie gefallen euch die Neuerungen? Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.